So, jetzt kannst du machen, was du willst. Kamera läuft. Ich würde natürlich ganz gern. Nachdem ich jetzt ein halbes Jahr in Deutschland lebe, sind mir bei meinem Urlaub zu meiner Familie nach St. Petersburg viele Dinge Besonderes aufgefallen. In deutschen Städten gibt es viel mehr Natur als in russischen Städten. Deswegen Luft dort viel schlechter als in Deutschland. Das finde ich voll schade, aber ich finde, das ist ganz typisch für große Städte. Die Verkehrssituation hat mich ganz nervös gemacht. Die Leute brauchen mehr Zeit, zum Beispiel zur Arbeit fahren, 1 oder 2 Stunden insgesamt. Aber die öffentlichen Verkehrsmittel sind viel günstiger als in Deutschland. Generell glaube ich, dass man in Deutschland keine so lange Wege zur Arbeit hat. Mir ist der starke und laute Verkehr besonders aufgefallen. Hier in Augsburg ist es viel ruhiger und gibt es weniger Staus. Im Vergleich mit Russland sind die Preise in Deutschland fast immer viel günstiger. Zum Beispiel für einmal einkaufen braucht man ungefähr 20 Euro pro Person, aber in Russland ist es 50 Euro pro Person. Die Leute, die im Land wohnen, die haben kaum Möglichkeiten, ihr Leben zu verändern, deswegen sie sind ganz arm. Aus diesem Grund möchte ich sagen, dass das Leben in deutschen Dörfern sehr unterschiedlich wie Leben in einem russischen Dorf ist. Aber bei dem Leben in großen Städten gibt es kaum Unterschied. Wenn man als Tourist nach Russland kommt, dann hat man Sprachprobleme, weil die Leute, die älter als 40 Jahre alt, sie meistens kein Englisch sprechen und deswegen werden sie gleich nervös, wenn man sie anspricht. In fast jeder russischen Stadt gibt es auch hochwertige Gourmetküche. In Deutschland ist es schwierig und dafür muss man im Internet schauen, wo es das gibt. Aber Streetfood ist es genauso wie in Deutschland und kostet billiger. Es ist auch ganz schwer in Bar, Café und Restaurant mit Idee und Konzept zu finden. Hier gibt es oft nur bayerische Traditionen und Küche. In Russland, in großen Städten wie zum Beispiel St. Petersburg, hat die Gastronomie ein spezielles Konzept oder eine originelle Idee. Zum Beispiel in St. Petersburg gibt es ein Café, wo man Kaffee und Tee zusammen mit 100 Katzen trinken kann. Oder auch verschiedene Luft- und Anti-Cafés. Anti-Kaffee ist ein Trend, der aus Russland nach Europa kommt, eine neue Art von dem Kaffeehaus. Statt für den Kaffee wird für die im sogenannten Anti-Kaffee verbrachte Zeit bezahlt, egal ob oder was konsumiert wurde. Jeder Kunde bekommt einen Wecker, der seinen eigenen Namen hat, zum Beispiel Rasputin oder Puschkin oder Anna Karenina oder Dostojewski. In Moskau gibt es sehr viele Schickimicki-Angebote, die sehr viel kosten, wo man nicht ohne Anzüge oder Kleidung unter 10.000 Euro zu dritt bekommt. St. Petersburg ist gegenüber Moskau mehr ein Künstlerstadt, fast wie Hamburg. Dort fahren die Leute noch mit über 40 Jahre alt auf dem Roller und Skateboard. Aber die Stadt sind nicht geeignet und das finde ich unbequem. Zum Schluss möchte ich auch sagen, dass mir aufgefallen, dass in St. Petersburg oder Moskau Mode und Street Fashion eine große Bedeutung hat als in Deutschland.